Ja, willkommen Freunde der analogen Unterhaltung. Heute könnte Hallo. es anderes sein mit einem Partyspiel. Party! Nämlich Polterfass. Hoch die Fässer! Hoch die Fässer. Wir gehen besuchen die Schenke zum wilden Eber und wollen ordentlich abzechen. Wir wollen trinken, bis das Fass leer ist. Ein Würfelspiel von Michael Schmidt. 3 bis 6 Spieler, kurze Spieldauer, 20 bis 30 Minuten, ab 8 Jahren spielbar. Wobei halt die 8-Jährigen das Trinken auch weglassen müssen. Ja, und erschien bei Zoch. Polterfass ist ein Würfelspiel. Aber wir würfeln nicht mit Würfeln, sondern wir würfeln mit Fässern. Einer ist immer der Wirt und der Wirt schenkt aus und die Gäste bestellen. Das ist schon mal, also vom Thema her gefällt mir das sehr gut. Diese Fässer haben 2 Seiten und auf jeder Seite ist eine Zahl. Auf der Seite zum Beispiel 9 und auf der anderen Seite ist 2. Das geht immer so weiter. Hier ist zum Beispiel 7 und eine 4. In Summe gibt es immer 11. Und es gibt noch 2 so Spezialfässer. Die haben auf der einen Seite ein durchgestrichenes Fasssymbol und auf der anderen Seite ein doppeltes Fasssymbol. Mit denen kann man dann andere normale Zahlenfässer entweder hier mit der doppelten Seite verdoppeln oder mit der zerstörten Fassseite kann man einzelne Fässer zerstören und die fliegen dann sozusagen nachher aus der Wertung raus. Einer ist in jeder Runde der Wirt und nur der Wirt würfelt auch in dieser Runde. Bei seinem ersten Wurf muss mindestens ein Fass stehen bleiben. Und jetzt geben alle Spieler ihre Bestellungen ab. Und das machen sie heimlich. Jeder Spieler hat einen identischen Satz Zahlenkarten. Zahlen gehen von 0 bis 7. Jeder Spieler kann 1 oder 2 verdeckte Bestellungskarten ausspielen. Das bedeutet also, er kann in einer Runde zwischen 0 und 13 Fässer bestellen. Und dabei geht es darum, dass man den Wirt ein bisschen einschätzt. Ist der Wirt ein absoluter Geizkragen, der früh den Hahn zudrehen wird, dann sollte man lieber wenig bestellen. Oder ist der Wirt für seine Spendierhosen bekannt und schenkt immer aus, bis keiner mehr steht, dann sollte man lieber hochpokern und viel legen. So. Und dann ist der Wirt wieder an der Reihe und der Wirt kann sich immer, wenn er dran ist, entscheiden, ob er jetzt weiter würfelt oder ob er den Hahn zudreht und damit diese Runde beendet. Wenn er weiter würfelt, ja, würfelt er einfach die Würfel und zählt die stehenden Fässer zu seinem Ergebnis hinzu. Und jetzt könnte er sich wieder entscheiden, drehe ich den Hahn zu oder würfel ich weiter. Aber wenn der Wirt einen Wurf hat, wo kein einziges Fass stehen bleibt, dann ist die Runde für ihn vorbei und er bekommt überhaupt keine Punkte. Aber wenn das nicht passiert, kann er hier munter ausschenken und dann irgendwann den Hahn zudrehen. Und dann fängt leider, in meinen Augen leider, die große Rechnerei an. Hier, ich kann hier noch mit diesem Fass ein Fass verdoppeln, mit diesem Fass tue ich wieder eins streichen. Dann muss erstmal die Anzahl der Gesamtbier berechnet werden. Dann werden von allen Spielern, das können bis zu 6 Spieler sein, die Bestellungen zusammengezählt. Das wird mit der Anzahl der Gesamtbier verglichen. Die Differenz bekommt der Wirt. Wenn aber die Spieler mehr bestellt haben, als der Wirt gewürfelt hat, dann bekommt der Wirt sein gesamtes Würfelergebnis als Punkte gut geschrieben und die Spieler gehen erstmal leer aus. Und der Spieler, der am meisten bestellt hat, der wird sogar noch bestraft als gierigster sozusagen. Der bekommt die Bestellung, die er gemacht hat, als Minuspunkte. Dann wird tatsächlich fast so viel gerechnet, wie das Würfeln gedauert hat. Und ja, das ist in meinen Augen auch das kleine Manko des Spiels, weil es macht wirklich Spaß. Man muss ziemlich viel aufschreiben. Ein Spieler muss hier so einen Block führen, wo eben die erwürfelten Fässer hier eingetragen werden und was bestellt wurde und dann eben die Punktestände der einzelnen Spieler. Und da darf man echt nicht besoffen sein, das ist so ein bisschen schade. Ansonsten finde ich, ist das Spiel echt witzig. Und ich spiele auch jederzeit gerne eine Runde Polterfass, wenn ich nicht derjenige bin, der das ganze Zeug aufschreibt. Ja, es ist natürlich ein totales Glücksspiel. Man kann letztendlich nur darauf spekulieren, ob der Wirt jetzt viel würfelt, schnell den Hahn zudreht oder nicht. Aber das ist genau der Gag an Polterfass, finde ich. Man weiß halt einfach nicht, was passiert. Man weiß nicht, was passiert. Und mal denkt man, jetzt denke ich, der Wirt, der Geizhals, der hat Schiss, der macht gleich Schluss. Und dann würfelt er doch irgendwie 35 Fässer. Das ist ein kleines Spiel, da kann man nicht viel falsch machen. Jeder versteht das, es ist in 30 Minuten gespielt. Und es ist auch ganz schön gemacht. Ich finde natürlich wirklich stilvoll. Diese Bierdeckel gefallen mir wirklich gut, auf denen der Wirt immer würfelt. Und die Fässer sind natürlich schön. Ja, das war Polterfass, ein kleines, kurzweiliges Würfelspiel mit Fässern.
Ja, wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir sehen uns. Bis dann. Ciao. Tschüss.